Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich mit euch ein bisschen über das erste Element der 5 Elemente sprechen, aus dem unser Körper aufgebaut ist, nämlich das Element Wasser. Die meisten von euch wissen ja bestimmt, dass wir zu einem sehr großen Anteil aus Wasser bestehen, nämlich ungefähr 72%. Warum eigentlich 72%? 72% ist so ziemlich genau der Anteil der Wasserfläche auf der Erde, also alles zusammen, Meer, Flüsse und so weiter, Grundwasser. Und das spiegelt sich auch in unserem Körper wider. Wasser hat aber auch den ganz besonderen Vorteil, dass es ein Informationsträger ist. Das bedeutet, Wasser nimmt Informationen von außen auf. Es gibt von einem japanischen Wissenschaftler und Arzt, der mittlerweile verstorben ist, Dr. Emoto, ein sehr schönes Buch und auch online einiges Material, wo er untersucht, wie Wasserkristalle reagieren, wenn sie zum Beispiel mit sehr harmonischer Musik beschallt werden, mit Heavy Metal, also mit liebevollen Worten oder eben auch mit destruktiven Worten. Und man sieht sehr genau, dass sich die Wasserkristalle ganz anders und sehr harmonisch anordnen, wenn sie liebevoll beschallt werden, im Gegensatz eben zu negativen, destruktiven Worten und Klängen. Und so ist es mit unserem Körper letztendlich genauso. Also mit was wir uns umgeben, aber auch wie wir selbst sprechen, unsere eigene Sprache, was auf uns einwirkt von außen, mit was wir uns befassen, das hat alles einen Effekt auf den Wassereinteil, auf die Kristalle, auf die molekulare Struktur in unserem Körper. Und da können wir allein hierbei schon mal sehr viel Positives für unseren Körper machen. Dann ist es auch so, dass ja klar ist, dass wir auch regelmäßig Wasser brauchen, um diese Balance zu halten. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir einfach nur irgendwelche Flüssigkeiten in uns reinschütten oder den ganzen Tag nur Wasser trinken. Nein, es ist auch entscheidend, welche Form von Flüssigkeit. Am besten vom Körper aufgenommen wird tatsächlich Flüssigkeit in Form von Obst. Das hat nämlich schon einen Wasseranteil von ungefähr 90%. Also wenn du sehr viel Obst zu dir nimmst, hat das einen reinigenden Effekt auf den Körper. Bei sehr viel Gemüse, und das ungefähr auch so einen Anteil von 70% hat in puncto Flüssigkeit, hältst du einfach deine Gesundheit. Und diese beiden Aspekte, also frisches, reines Obst und Gemüse, am besten roh und unbehandelt oder eben auch in Form von ganz frisch gepressten Säften, ist das Beste, was wir für unsere Gesundheit machen können. Ja, das ist mal so dieser erste Step. Es geht natürlich beim Thema Wasser noch ein bisschen weiter, aber das erzähle ich euch dann im nächsten Video. Bis gleich. Tschüss.